Das heutige Regenwetter passt so ein bisschen zu unserer derzeitigen Situation. Obwohl wir immer noch Erster sind, haben wir das erste Rückrundenspiel gegen Genua 3-0 verloren. Da haben wir richtig auf den Sack gekriegt. Aber auch zu Recht, wir waren einfach schlecht, die anderen waren besser. Heute wieder ein bisschen back to the roots, würde ich nicht sagen. Dreierkette trotzdem, aber mit Kamavinga und mit Kostic. Anstatt Davis und Gravenberch. Das sind die beiden einzigen Änderungen. Ansonsten, ja, machen wir einfach so weiter. Wir haben 2 Punkte vor Neapel. Die anderen Konkurrenten haben Gott sei Dank auch ein bisschen federn lassen. Also Florenz und Inter und AC Mailand und Florenz. Habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Egal, doppelt hält besser. Aber wir müssen natürlich irgendwann auch mal wieder anfangen zu gewinnen, weil so wird der Punktevorsprung nicht halten. Das ist klar. Mal gucken. Die sind heute im 4-3-2-1 unterwegs. Das klassische Tannenbaum-System. Und wir müssen einfach genauso wie wir es gerade gemacht haben. Einfach mal anlaufen. Aber ich sehe schon auf der Karte, wir haben dann hinten 3 gegen 3. Also Manndeckung ist dann da angesagt. Ich hoffe, dass wir nicht so in diese Situation reinkommen. Weil das kriegen wir dann wieder nicht verteidigt. Aber trotzdem, ich behalte die Formation bei, aus guten Gründen. Die ist auch einfach gut. Aber diese Lücken hier, die müssen halt geschlossen werden. Genau, durch Kamavinga zum Beispiel. Das war das, was vielleicht so im letzten Spiel ein bisschen gefehlt hat. Weil dann haben wir natürlich hier diese Überzahl. 5 Mann gefühlt in der Mitte. Kulusewski kommt ran. Und natürlich wieder Talisca, aber diesmal leider nicht. Aber trotzdem, das ist die Idee eigentlich dahinter. Der Schiri hat doch schon die Fahne gehoben. Ballgewinn im Mittelfeld und dann schnell überbrücken. Aber möglichst nicht verlieren, weil vorne ist halt dann, wie gesagt, eine 1 gegen 1 Situation. 3 Verteidiger gegen 3 Stürmer. Und die dürfen sich den Ball wieder meterweit vorlegen. Esposito. Da muss Bremer jetzt drauf. Hinterher Vorteil angezeigt. Ah, gut verteidigt. So, und direkt wieder umschalten. So schnell muss das heute gehen hier. Vlahovic mit Chiesa. Und dann Vlahovic mal in die Tiefe geschickt. Ja, schade. Aber der muss dann halt auch ankommen. Und wenn nach vorne gepresst wird, muss dann natürlich auch hinten die Absicherung stimmen. So wie hier. Ndika und Alaba. Es wird wirklich ein Schneckenrennen. Bin ich der Meinung. Im Kampf um die Meisterschaft. Talisca, schade. Ja, das ist halt auch eine Idee. Dass der Zehner dann direkt weiterleitet. Gibt viele, viele verschiedene Varianten, aber am Ende des Tages musst du einfach ein Tor mehr haben als der Gegner. Ansonsten kannst du noch so viel Schönerei, gibt es dieses Wort? Schönspielerei, so ist glaube ich das richtige Wort. Kostic oben, jetzt nicht mehr am Abseits. Kommt da trotzdem nicht ran und auch zu kompliziert teilweise. Doch nach wie vor immer noch und dann zu viel Platz. Connolly, das ist Abseits. Ndika ist da. Sehr, sehr gut. Ist dazwischen, hat gut auf Abseits gespielt, hat gut die Abseitsfalle dann aktiviert. Nächste Chance umzuschalten. Wieder dasselbe Spielchen über links. Dann mal ein diagonaler Ball. Das ist gut gespielt. Kulusewski. Da wäre Vlahovic auch noch frei gewesen in der Mitte. Schade. Richtig gute Chance. Freischuss jetzt. Aber keine gelbe für Vlahovic. Große, große Chance. Auch da einfach mal querlegen, ey. Ich sehe das dann immer zu spät. Beziehungsweise ich sehe das, weil ich denke, komm, Kulusewski hatte gerade den Ball so schön. Den kann er auch mal direkt und alleine abschießen. Wir müssen nicht immer nur quer spielen. Auch mal was alleine machen. Vlahovic. Ecke. Muss Ecke geben, jawohl. Und ein Linksfuß. Nee, das muss ich auch jetzt mal anders einstellen. Da muss ich auch mal wechseln hier. Talisca, der schießt sie viel besser. Beweis dafür, da ist Bremer, ja. Auch wenn er nicht reinging, aber ein gefährlicher Eckball. Und dann geht's weiter. Dann geht es halt einfach weiter. Mit dem nächsten Aufbau. Wir haben ja viel Platz hier. Vlahovic zum Beispiel, wenn der sich ein bisschen löst. Der hat hinter der Mittelfeldreihe ganz schön viel Platz. Aber dasselbe können wir auch für die anderen sagen. Wie die dann mit ihren 3 Männern auf uns zugestürzt kommen. Zappa gegen Ndika bislang. Macht er das hinten eigentlich gut. Aber aufgepasst, Bremer muss sich entscheiden. Entscheidet sich Gott sei Dank erstmal richtig und dann falsch. Und daraus resultiert das Gegentor. Ja, Castells, kannst du auch nur mit dem Kopf schütteln. Ein Gegentor, wie es halt bei uns in der Saison leider im Buche steht. Hier, das haben wir eigentlich schon schlecht verteidigt. Dann reagiert Bremer eigentlich richtig. Dann will er
den irgendwie kontrollieren, anstatt ihn mal wegzuhauen. Und dann ist es Esposito, der ins leere Tor einschießt. Ja, das Tor mache ich dann auch noch irgendwie. Das gibt sich, ey. Wir hauen uns wirklich die Dinger ganz oft wieder selber rein. Sebastiano Esposito. Wahrscheinlich erstes Tor, würde ich mal schätzen. Ich glaube, Kairi steht auch weiter unten. Von daher, die haben nicht so viele Torschützen wahrscheinlich. Das könnte nämlich ganz gut sein. Nein, ist es aber nicht. Das ist Gott sei Dank nicht sein erstes Saisontor. Und wir stehen halt wieder mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand. So wie wir halt zurzeit spielen. Das ist alles so ein bisschen... Das gibt auch keinen Freistoß, schade. Alles sehr, sehr schwerfällig, auch heute wieder. Oh, und Bremer muss diesen Zweikampf gewinnen und ein Dicker. Gut, dass er durchläuft. Gut, dass die anderen nicht durchlaufen. Und wieder, nächster Angriff, Chiesa. Die müssen halt auch direkt und wirklich auch gut gespielt werden. Kostic, jetzt... Ja, abseits, schade. Die Dinger müssen auch einfach präzise gespielt werden. Dann haben wir einfach so viel Platz. Guck mal, wie viel Platz da Kostic hatte. Und das ist... Oh, das ist echt eine Millimeterarbeit. Ja, das Knie von dem einen ist auch nicht ganz auf der blauen Linie. Naja, weiß ich jetzt nicht. Hole ich jetzt auch nicht extra das Geodreieck raus, ehrlich gesagt. Wir kriegen es auch so nicht hin. Hier, wenn irgendwie ein Innenverteidiger ausgespielt ist, ist hinten total der Laden offen. Da rückt leider auch dann kein Mittelfeldspieler mit ein. Achtung, nächste Chance. Ndika steht sein Mann. Bremer, na komm. Wer verteidigt den? Bremer. So, den Ball können wir uns ausspielen. Einen Angriff kriegen wir eh nicht mehr. Oh, da liegen wir wieder hinten. Also sehr, sehr schwach. Auch hier, ey, nicht wirklich besser gemacht als gegen Genua. Und Neapel liegt sogar hinten gegen Lecce, ey. Das gibt's nicht. Echt, unser direkter Konkurrent liegt hinten. Wir haben also die Chance, auf 5 Punkte wieder wegzuziehen. Und wir machen es halt einfach nicht. Wir machen es halt einfach nicht. Neapel liegt auch zurzeit hinten. Tja, dann wieder 4-2-3-1. Das ist dann direkt immer meine nächste Option. Wenn die Dreierkette nicht klappt, dann muss die gute alte Viererkette her. Die kannst du auch spielen, wenn du halt dementsprechend auch die Bälle mal an den Mann bringst. Das sieht doch dann alles vielleicht besser aus. Vlahovic! Aus 5 Metern. Ah, die Dinger hat er auch schon gemacht, ey. Die Dinger hat er auch schon reingemacht. Schade, schade, schade. Das war eine Riesenchance. Mal unser erstes Tor in der Rückrunde zu schießen. Soweit ist es schon gekommen, dass wir hier erstmal ein Tor schießen müssten. Ah, Gegner lädt uns ein. Chiesa. Vlahovic. Und der fehlt halt jetzt vorne. Der muss auf der Außenbahn hier sich den Ball holen, weil in der Mitte niemand ist. Chiesa, Pogba. Da ist auch Kamavinga. Wieder Pogba jetzt nach außen. Vlahovic, was macht der da? Der ist völlig fehl am Platz. Kulusevski. Natürlich kann er da nicht rankommen, aber Kamavinga, Vlahovic. Nee, das ist zu kompliziert, aber gibt den Freistoß, aber nicht für uns. Nicht für uns, glaube ich. Nee, das hätte für den Gegner was gegeben. Ja, schade. Das ist bislang auch sehr, sehr unglücklich, auch in der zweiten Halbzeit, auch in der Formation. Was ich aber absolut nicht verstehen kann. Wie lösen wir das Problemchen, ist halt die Frage. Die nächste große Frage. Alaba durchgesteckt. Ja, und jetzt kann man Winkel ausspitzen. Winkel, das muss schneller gehen. Der braucht einfach zu lang. Da braucht er einfach zu lange. Da ist mal die Lücke da. Aber dann ist so recht niemand bereit mal zu schießen. Die haben alle Angst. Irgendwie gefühlt. Da ist Bremer. Mit viel Schwung. Und wenn er den ein bisschen mehr gedrückt bekommt, dann wuchtet er den auch ins Tor rein. Schade. Da wurde er noch bedrängt von dem Gegner. Aber so muss es halt laufen. Ey. Wir müssen da einfach mehr Druck ausüben. Egal in welcher Formation. Wir haben so eine gute Offensive. Vlahovic setzt nach. Sehr gut. Jetzt mal ein einfacher Doppelpass vielleicht. Vlahovic. Alleine ist aber niemand frei. Außer Chiesa hier. Der hat jetzt mal ganz viel Platz. Und der nächste Pfostenschuss. Kulusevski, Kamavinga, weg da. Pogba war im Weg. Und Radunovic. Wenn wir selbst unsere eigenen Mitspieler schon aus dem Weg räumen müssen, das heißt dann schon einiges. Dann weißt du schon, wie dieses Spiel wieder läuft. Wieder Bremer, kommt nicht ran. Ndika. Chiesa, komm. Hätte auch eigentlich kriegen müssen, ey. Der ist viel, viel schneller als sein Gegner.
Und Kamavinga sehr, sehr schön gewinnt den Ball. Und jetzt Chiesa, das muss es jetzt sein. Rein damit! Jawohl! Und auch nur so, mit Gewalt in den Winkel. Minute 64, wurde jetzt auch langsam mal Zeit. Aber Kamavinga hat jetzt schon 2-3 Mal den Ball richtig gut gewonnen. Stand auch richtig und Chiesa schweißt den einfach oben rein mit all den Frust vom letzten Spiel und von diesem Spiel. Absolut nichts zu machen da. Auch wenn er bis dato jeden Ball gehalten hat und wir zweimal Alu-Pech hatten, den konnte er nicht halten. So, aber jetzt wieder das alte Spiel, defensiv aufgepasst. Versuchen irgendwie sicher zu stehen. Und das nächste Gegentor zu verhindern. Das kriegen wir halt irgendwie nie hin. Das kriegen wir wirklich nie gebacken. Egal wie wir es drehen und wenden. Ndika steht aber gut. Steht richtig und die Chance umzuschalten. Ja, Talisca, Vlahovic muss den Weg machen, damit hier oben die Lücke frei ist. Kulusevski. Und Vlahovic ist am Abseits. Da muss er sich absetzen. Warum läuft er da denn durch? Einfach nach hinten fallen lassen, dann kommt der Ball zurück im besten Fall. Naja, ist immer einfacher gesagt als getan. Pogba. Chiesa und jetzt aber Kamavinga. Zum ersten. Kamavinga zum zweiten. Und wieder Radunovic. Der Druck wird größer und irgendwann werden sie unter dieser Last zusammenfallen, hoffe ich. Nächste gute Ecke. Wieder Bremer. Da kommt die Keeper auch nie raus. Wenn Talisca die Ecken schießt, die ja richtig gut schießt, dann kommt der Keeper nie raus. Aufgepasst. Cagliari kommt aus unserem Eckball. Oh, das geht nicht. Da muss doch mal die Grätsche jetzt auspacken. Alaba grätscht daneben. Alaba grätscht nochmal daneben. Achtung. Kein Abseits. Dann geht er nicht hin. Lauf doch einfach durch, Castells. Dann bleibt er von alleine stehen. Anstatt einfach den Weg weiterhin mit zuzumachen. Nächste Chance, wieder. Kostic diesmal, Bellanova. Ja, kriegt er nicht ganz. Will er mit dem Kopf durch die Wand durch. Aber er zeigt es an, einfach nach vorne. Alle nach vorne gefühlt. Vlahovic setzt nach. Dann haben wir auch leider nicht das Glück, dass der Ball zurzeit zu uns springt. Oh, die machen ja auch so katastrophale Fehler wie wir. Das ist ja echt schlecht. Das ist ja noch schlechter als bei uns teilweise. Chiesa und Vlahovic aus der Drehung. Erster Ball geklärt, zweiter Ball landet nochmal bei uns. So, mal ein bisschen Ruhe hier reinbringen. Das ist schon wieder viel zu durcheinander. Aber ich glaube, Struktur werde ich in diese Mannschaft nicht mehr reinkriegen. Das ist, glaube ich, die Juve-DNA. Viel Spektakuläres auf jeden Fall. Und viele Tore. Pogba, wieder. Kamavinga, Platz hat er. Den kriegt Chiesa, komm. Hoher Ball, ja, der kommt gefährlich. Vlahovic. Aber genau auf den Mann, auf Radunovic. Weiter geht's. Oh nein, 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 nein. Das darf nicht passieren. Das darf auf keinen Fall passieren. Vlahovic verletzt am Boden. Ich krieg die Krise. Ist das Transferfenster noch offen? Ich glaube, es hat noch geöffnet. Also zur Not muss ich mir nochmal einen Stürmer holen. Zur Not muss ich mir wirklich nochmal Mbappé holen, weil nur mit Larsson kann ich nicht. Nein, wir gucken jetzt erstmal. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, aber für das Spiel ist das natürlich eine Hypothek. Das ist natürlich eine Hypothek, aber warum? Was hat er gemacht? Hier springt er hoch und dann im Fallen oder beim Zweikampf schon? Das muss ja beim Zweikampf passiert sein. Er hält sich aber die Schulter, so wie es ausschaut. Mal gucken. Also Schulter kann alles sein. Das kann in 5 Tagen wieder gut sein. Das könnte auch das Saison aus bedeuten. Dann müssen wir echt nochmal nachlegen. Aber das Geld für Mbappé wäre dann weg. Ob, weiß ich nicht. Aller nochmal Bock hat. Oder Scamacca wieder zurück nach Italien. Das sind dann alles so Szenarien. Ah gut, vielleicht kriegen wir noch hier einen Last-Minute-Sieg hin. Kulusevski. Ah, Larsson, das wäre der Ball gewesen. Aber noch ist nicht vorbei. Noch haben wir Chancen. Talisca. Nee, aber das nicht. Das ist zu ungenau. Das ist zu schlampig gespielt. Und so kann das nichts werden. Vielleicht jetzt nochmal. Kulusevski, Talisca. Läuft da durch. Jawohl. Larsson in der Mitte. Ist nicht der Kopfballspieler. Aber jetzt muss er. Jetzt muss er. Aber er wird nicht. Das war's nämlich. 1-1. Auch nur gegen Cagliari. Also nächstes enttäuschendes Spiel. Mit Vlahovic-Verletzung.
Es könnte wirklich besser sein zurzeit. Der Haussegen hängt gefühlt ein bisschen schief. Wir sind zwar immer noch Tabellenführer, egal wie Neapel gespielt hat. Aber das darf natürlich jetzt nicht so weitergehen. Wir haben 12:4 Schüsse. Neapel spielt sogar auch nur unentschieden. Also der Punktevorsprung bleibt erstmal. Aber auch ein wildes Spiel. 2-2 bei Lecce. Aber jetzt natürlich das Ding, was ist mit Vlahovic? Transferfenster ist noch offen. Wir können also noch reagieren, je nachdem wie schwer jetzt die Verletzung ist. Nein, 2 Monate. Ich krieg die Motten. Eine ausgekugelte Schulter. Eine ausgeschulterte Kugel hat er. 2 Monate, okay, das ist natürlich heftig. Das heißt, bis Anfang März geht auf jeden Fall erstmal gar nichts oder bis Mitte März. Das heißt, er fehlt auch für die Champions League Spiele. Das heißt, wir brauchen Ersatz. Wir brauchen Ersatz für Dusan Vlahovic. Der ist doch eh schon weg, hä? Obwohl ich hier wirklich hart an mir gearbeitet habe, geben sie mir nie eine Chance. Aber ich brauche mehr Einsätze. Du bist doch schon weg, Arthur. Ist doch schon der 19. So Transferangebot für Alaba? Nee. Das muss ich leider ablehnen. Ich muss jetzt erstmal alle Sachen ablehnen. Rugani, oh, der hat angenommen. Ja gut, dann hat er wahrscheinlich einen auslaufenden Vertrag. Aber das ist natürlich jetzt eine Hypothek, die wir hier tragen müssen. Vlahovic raus, verletzt. Und wie viel Millionen haben wir nur noch? 83 Millionen, stimmt das? Wir haben 83 Millionen für einen Stürmer. Tja, da können wir jetzt wieder suchen, ey. Da gibt es zig Möglichkeiten, wirklich. Da gibt es so viele Spieler, die mir so spontan einfallen. Mbappé brauche ich gar nicht nachfragen. Wenn wir da nochmal kurz raufschauen wollen. Mbappé brauchen wir gar nicht holen. Der hat einen Wert von 221 Millionen. Den hätte ich mir vielleicht vor den Verpflichtungen von Gravenberch und Davis holen können. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit Aller vielleicht nochmal? Mit dem haben wir ja schon mal Erfahrung gemacht. 30 Jahre alt ist er. Könnte man bezahlen, das sind 83. Scamacca, weiß ich gar nicht, ob der nochmal ein bisschen besser ist. Wäre natürlich nochmal einer, der die Liga gut kennen würde. Der wäre nochmal ein bisschen stärker. Also vielleicht so eine Rückholaktion nach Italien. Ich setze mal auf die Wunschliste drauf. Ich muss das aber offscreen machen. Wenn ich das jetzt hier so schnell mache, das bringt alles nichts. Ich brauche halt wirklich so wie Vlahovic. Ich brauche einen kopfballstarken Stürmer, der vielleicht ein bisschen schneller ist, der aber auch mal seinen Körper einsetzen kann. Das hat Scamacca eigentlich auch gut gemacht. Das hat Aller auch gut hinbekommen, aber Scamacca vielleicht sogar noch ein bisschen besser oder vielleicht sogar ein ganz anderer. Ja, ich denke zum Beispiel an Onuachu, den ich bei Villarreal hatte. Apropos, da gibt es ja noch einen Gerard Moreno. Der könnte das vielleicht auch übernehmen. Also ihr seht, es gibt zigtausende Spielernamen. Wir müssen jetzt aber erstmal zusehen, dass wir irgendwie wieder in die Spur kommen. Inter kommt wieder ran, nur noch 6 Punkte. Florenz hat noch gar nicht gespielt. Die spielen jetzt gegen uns. Haben also ein Spiel weniger. Also es gilt, Vlahovic zu ersetzen und es gilt endlich mal in diese Rückrunde hier reinzukommen. 2 Spiele, 1 Punkt, 1:4 das Torverhältnis. Geht auf jeden Fall besser, aber es bleibt spannend. Also Daumen nach oben da lassen, kostenloses Abo. Wir sehen uns wieder mit neuem Stürmer im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.